1901 zogen Schwammtaucher vor der griechischen Küste einen verrosteten Bronzeklumpen aus einem römischen Schiffswrack. Äußerlich glich er einem Stein, doch im Inneren verbargen sich 30 Zahnräder, jedes mit der Präzision einer Schweizer Uhrleiste fräst. Das Erstaunliche daran, es war kein Gerät aus dem 18. Jahrhundert, sondern aus dem Jahr 80 vor Christus. Das Wrack lag 50 Meter tief vor Antikythera, einer kleinen Insel im Ägäischen Meer. Die Taucher erwarteten Statuen, Münzen oder Amphoren. Stattdessen fanden sie diesen unscheinbaren Bronzeklumpen, von 2000 Jahren Salzwasser zusammengebacken. Jahrzehntelang hielten Museen ihn für einen defekten Astrolabe, bis 1951 der Physiker Derek de Solla Price genauer hinsah. Seine Röntgenaufnahmen zeigten etwas Unerwartetes: Zahnräder. Nicht eines oder zwei, sondern mindestens 30, die wie ein mechanischer Kalender ineinander griffen. Damit war der älteste bekannte Analogcomputer wieder entdeckt. Der Mechanismus war kein simpler Zeitmesser. Er war ein tragbares Planetarium. Drehte man an der Kurbel, zeigten Bronzescheiben die Positionen von Sonne, Mond und 5 Planeten an: Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Ein separates Ziffernblatt sagte Finsternisse voraus, basierend auf dem 19-jährigen Meton-Zyklus, einer griechischen Entdeckung, die bis heute in Mondkalendern verwendet wird. Doch das eigentlich Überraschende waren die Übersetzungsverhältnisse der Zahnräder. Eines hatte nur 15 Zähne, ein anderes 223. Zahlen, die exakt die unregelmäßige Umlaufbahn des Mondes abbildeten. Das war kein Zufall. Jemand hatte diese Verhältnisse mathematisch berechnet, 500 Jahre bevor Kepler seine Gesetze aufstellte. 2005 brachten Röntgenmikrotomographien versteckte Inschriften zum Vorschein, darunter eine Liste griechischer Spiele. Der Mechanismus verfolgte nicht nur den Himmel, sondern auch den Rhythmus der Olympischen Spiele. Ein kleines Ziffernblatt markierte den 4-Jahreszyklus der Panhellenischen Spiele, von Olympia bis Delphi. Das Gerät war mehr als ein wissenschaftliches Instrument. Es verband den Kosmos mit dem gesellschaftlichen Leben der Griechen. Man konnte ablesen, wann die nächste Finsternis den Himmel verdunkeln würde und wann die nächsten Olympischen Spiele begannen. Die handwerkliche Präzision gibt bis heute Rätsel auf. Die Zahnräder wurden aus einer einzigen, nur 2 mm dicken Bronzescheibe geschnitten. Einige Zähne sind mit einer Toleranz von 0,1 mm gefräst. Eine Genauigkeit, die erst in der industriellen Revolution wieder erreicht wurde. Die Griechen besaßen keine Drehbänke, keine Gewindeschneidemaschinen. Wie also schafften sie das? Eine Theorie besagt, sie nutzten das Wachsausschmelzverfahren, gossen die Zahnräder in Formen und feilten sie anschließend von Hand nach. Eine andere Vermutung: Sie konstruierten eine primitive Teilmaschine, um Zahnabstände exakt zu markieren. Wie auch immer. Die Technik ging verloren. Kein zweites Gerät dieser Art wurde je gefunden. Die fortschrittlichste Komponente des Mechanismus war sein Differentialgetriebe, ein System, das 2 Zahnräder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten um dieselbe Achse rotieren lässt. Heute nutzen wir Differentiale in Autos, damit sich die Räder in Kurven unterschiedlich schnell drehen. Die Griechen setzten es ein, um die unregelmäßige Umlaufbahn des Mondes zu modellieren. Das Problem: Historiker gingen bisher davon aus, dass Differentialgetriebe erst im 16. Jahrhundert erfunden wurden. Der Antikythera-Mechanismus ist 1700 Jahre älter. Woher kam dieses Wissen? Einige vermuten, es stammte von einem einzelnen Genie wie Archimedes. Andere glauben, es habe eine längere Tradition mechanischer Innovationen gegeben, eine, die mit dem Untergang Roms in Vergessenheit geriet. Der Antikythera-Mechanismus ist ein Unikat. Warum? Eine Theorie besagt, er sei ein Einzelstück gewesen, gebaut für einen wohlhabenden Auftraggeber. Eine andere: Es habe weitere Exemplare gegeben, die später eingeschmolzen wurden. Die spannendste Möglichkeit:
Die Griechen bauten noch fortschrittlichere Maschinen. Cicero schrieb von einer Sphäre, die Archimedes konstruiert haben soll und die den Himmel abbildete. War das ein Vorläufer? Wir werden es nie erfahren. Die Geheimnisse des Mechanismus lagen 2000 Jahre in einem Schiffswrack verborgen und schreiben heute die Geschichte der Technik neu. Heute haben Forscher funktionierende Nachbauten des Mechanismus angefertigt, mit denselben Übersetzungsverhältnissen und Materialien. Der neueste, 2021 fertiggestellt, enthält sogar ein bisher fehlendes Planetenrad für die Venus. Doch einige Rätsel bleiben. Warum enthält das Finsternis-Ziffernblatt eine kleine Indexkorrektur? War das eine bewusste Fehlerbehebung oder ein Hinweis auf ein noch raffinierteres Design? Eines ist sicher: Der Antikythera-Mechanismus war nicht nur seiner Zeit voraus, er zeigt einen technologischen Pfad, den die Geschichte nie weiter verfolgte. Wenn Sie das nächste Mal auf Ihr Smartphone schauen, um die Uhrzeit abzulesen, denken Sie daran: Der erste Computer war kein digitales Gerät. Er bestand aus Bronze, Zahnrädern und dem Wissen von Menschen, die vor 2000 Jahren lebten. Und er birgt noch immer Geheimnisse. Wenn Ihnen Geschichten gefallen, die wahr sind und trotzdem unglaublich klingen, abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie in die Kommentare, aus welchem Land Sie zuschauen. Bis zum nächsten Mal.